Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder Giant Farmen. Ich habe mir jetzt auch gedacht, das nächste Mal könnte ich auch einfach aufhören, wenn viel Konkurrenz ist und dann einfach einen Zweiteiler draus machen. Also einfach an einem anderen Tag nochmal probieren, ob man da mehr Glück hat. Aber ja, an sowas denkt man halt auch immer erst im Nachhinein. Ne? Man will es erstmal nicht wahrhaben, dass es sich ausgefarmt hat. Und jetzt ist es auch relativ spontan, weil ich war ja eigentlich nur kurz wegen der Quest und habe aber gesehen, dass irgendwie alle Giants da sind. Und ja, dachte ich mir, na gut, dann kann man ja ein bisschen loslegen. Und da sage ich natürlich nicht nein, ne? Aber kann natürlich sein, dass es nur der einzige Channel ist und die anderen Channels sind alle leer. Das werden wir dann wohl rausfinden. Oida, let's go. Ey, letztes Mal war es nicht auch der zweite Giant Naga und direkt Orichalcum? Damn. I freaking take it. Vielleicht ist ja heute der Tag. An dem wir mal was Gutes droppen. Nein, Spaß. Orichalcum ist fine. I like Orichalcum. Okay. Giant Kingstar. Ohne Drop. Okay, den Violet Kingstar habe ich tatsächlich nicht gesehen. Schon mein erstes Anzeichen, dass es wohl doch nicht so still ist, wie gedacht. Aber gut, heißt nicht viel, weil Violets sind halt echt scheiße. Nächster Giant Naga. Ich habe gerade die Konkurrenz gesichtet. Heute ist auch Samstag, da farme ich normalerweise nicht, aber wie gesagt, ich habe es einfach zufällig gesehen. Weil auf einem Channel war halt der Violet und der wurde so lange nicht gekillt, dass er halt seinen Spawn geändert hat. Gut, sicher weiß es natürlich nicht, theoretisch hätte er gekillt worden sein und respawned sein. Allerdings, mit meiner Erfahrung würde ich jetzt behaupten, dass das wäre das erste Mal, dass er so schnell respawnen würde. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist dann frei Haus, aber doch nicht. Nochmal Giant Kingstar. Come on, Baby. Orichalcum. Schade. Nochmal Giant Naga. Ich weiß nicht, also je nachdem. Das ist halt genau das Gleiche. Mache ich den Call. Stop it right here. Weil ich bin schon einmal alle Channel durch und habe nur 7 Giants abbekommen. Was ganz schön wenig ist. 7 von 16 sozusagen. Also für Kingstar, Naga, Giant plus Violet gerechnet. Ja, das ist mehr als gestern tatsächlich, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, mal schauen. Nächster Giganto, Giant Kingstar, beschert uns ein Sweet. Unser zweiter Violet, ein Violet Kingstar. Ich habe jetzt erstmal Channel 4 vermieden, weil ich erstmal die anderen Channel gescheit abgrasen wollte. Aber jetzt war kein Weg mehr dran vorbei, Channel 4. Und lustigerweise haben sich die anderen anscheinend das gleiche gedacht. Ja, Giant tatsächlich auch hier gewesen. Also anscheinend haben die anderen Leute hier auch Channel 4 gemieden. Oder generell Kingstar gemieden vielleicht. Wobei die anderen Violets waren alle nicht da, also keine Ahnung. Auch Giant Naga auf Channel 4 ist da. Also manchmal... Ja, aber ich meine, ich persönlich bin auch nicht so Fan von Channel 4. Vor allem nicht, wenn ich weiß, dass hier mehrere Leute unterwegs sind. Bisher wurde ich zwar noch nie gekillt, obwohl ich auch schon Leuten begegnet bin auf Channel 4. Die sind dann tatsächlich einfach weitergeflogen. Bisher immer. Also ich habe auch noch nie jemanden gekillt. Aber man weiß ja nie. Irgendwann könnte es passieren. Und man will nicht derjenige sein, der gekillt wird. That's for sure. Nochmal Giant Naga. Vielleicht steigen unsere Chancen mit fortschreitender Stunde. Das Ding ist halt, wenn die Violets einmal weg sind, es ist halt wirklich, du musst halt wirklich alle Violets einmal abgrasen. Und dann kannst du auf die Respawns warten. Wenn du die Violets beim ersten Mal schon nicht bekommst, dann musst du ewig auf die Respawns warten. Und ja, das ist dann echt blöd. Geht zu viel Zeit drauf. Tja, so viel zum Thema Violet Respawns. Jetzt habe ich doch schon 2 Violet Kingstars abbekommen, nachdem sie zuerst nicht da waren. Immerhin. Nochmal ein Giant Kingstar, allerdings auf einem anderen Channel. Dem, wo ich gerade einen Violet gefunden habe, war lustigerweise nicht der Giant. Noch ein Violet Kingstar gefunden. Und kein Drop. Giant Naga. Müssen die Gunst der Stunde nutzen. Noch ein Orichalcum bitte. Schade. Noch ein Giant Naga. Habe jetzt auch länger niemanden mehr gesehen. Ich hoffe, die Luft ist rein für die Violet Nagas, die jetzt ja eigentlich mal respawnen müssten. Wie viel haben wir gekillt? 2, glaube ich. Giant Dr. King macht natürlich immer seine AOE-Skill, wenn ich gerade kurz abgelenkt bin. Aber droppt nix.
Das dürfte dann der 4. Violet Kingstar gewesen sein. Damit müsste ich zumindest die Kingstar auf jeden Fall alle gefunden haben. Das heißt, die werden jetzt auch wahrscheinlich für eine ganze Weile nicht mehr respawnen. Aber Naga, wie gesagt, das waren maximal... Ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt 2 waren. Aber ich glaube schon. Zurück auf Channel 4, Full Circle quasi. Also auch wirklich niemanden mehr gesehen. Also sieht ganz gut aus. Wäre jetzt fast ein bisschen knapp geworden mit Dropskills. Ich dachte gerade, ich hätte sie gedrückt, aber... Damn. Aber kein Drop. Giant Naga auch am Start. Nur der Violet ist wieder mal nicht zu finden. Noch nicht, zumindest. No Drop? No Drop. Tja, sieh an, sieh an, sieh an, sieh an. Wen haben wir denn hier? Giant Naga auf Channel 1. Wo ich ihn definitiv nicht gekillt habe. Weiß gar nicht, welcher Channel das vorhin war, ehrlich gesagt. Ich glaube 2 oder 3. Aber damit haben wir einen weiteren gefunden. Ein weiterer Giant Naga für das Jahrbuch Lächel Cheese. No Drop. Und das ist jetzt entweder der 3. oder der 4. Ich bin zu faul nachzuschauen. Aber ja, damit sind die Violet Naga erstmal auch wieder tot. Und läuft nicht mal so gut, ne? 2. Giant, so oft ist schon gewesen, dass der 2. Giant einfach Ori droppt und dann kommt erstmal über 20 Giants gar nichts. Nicht mal ein Set-Teil. Das ist crazy. Nächster Giant Naga. Wir finden immer mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Nur die Drops spielen leider nicht mit. Nächster Giant Kingstar. Jetzt haben wir einen richtigen Lauf. Aber so muss das auch sein hier. Nur irgendwie, je mehr Giants ich töte, desto schlechter werden die Drops. Und wenn ich nur wenige töte, sind die Drops voll gut. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und ein weiterer Giant King. Ohne Drops. Tja, und ich schätze mal, das ist der 4. Giant, Violet Naga meine ich natürlich. Aber ich habe die, jetzt wäre es eigentlich echt mal interessant, jetzt ist es aber schon relativ spät. Keine Ahnung, ob ich den nächsten Respawn noch miterlebe oder ob bis dahin die Party leer ist oder whatever. Aber jetzt wäre es tatsächlich echt interessant, wann die jetzt respawnen, weil ich habe die jetzt alle, also ich müsste es jetzt alle getötet haben, mit Minimum 20 Minuten zwischendurch. Und, ja, also jetzt kann es eigentlich gar nicht sein, dass die wirklich, alle nacheinander respawnen, also so direkt. Weil jetzt findet man immer weniger Giants und so. Oder auch nicht. Aber ja, theoretisch wäre es jetzt ganz interessant. Giant Naga, Nummer, keine Ahnung. Oh, mein Heal ist nicht in Reichweite aus irgendeinem Grund. Was für ein Trash. Und noch ein Giant Naga. Boah, ich glaube, das hatten wir erst ein einziges Mal, dass ein Power des 10 oder 12 gedroppt wurde. Das ist halt echt so ein Schlag ins Gesicht, ey. Oh, damn. So, Professor Giant King. Gibt der eine Drop? No. Tja, die Violet Kingstars sind schon am Respawnen, da ich sie ja viel früher getötet habe. Aber auch nur etappenweise. Und auch ohne Drop. Ein weiterer Giant Kingstar. Und es sind wieder andere Leute am Start, wobei die alle nur AFK rumstehen und direkt neben dem Giant AFK gegangen sind. Also keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber auf jeden Fall sind wieder andere Leute am Stissel. Und weiterer Giant Naga. Ohne Drop. Giant Kingstar. Ohne Drops. Und die bisherige Ausbeute ist echt bad. Oh, oh, diesmal sind es tatsächlich 2 Items. Doppel-Drop-Set-Teil. What the fuck? Und Violet King ohne Drop. Noch ein Giant King, an dem ist das Interesse irgendwie immer am geringsten. Alle wollen immer die Nagas töten. Also ich eigentlich auch, aber Giant King ist mir treu geblieben. Also bleibe ich es ihm auch. Giant Dorian. Immer wieder ein Spaß mit dem Herrn. Oh, lol. Falsche Taste gedrückt. Ein Dropskill gefettfingert. Und noch Barrier of Life für die letzten Pilz. No Drop. Ich glaube, wir haben einen Setter erst von ihm bekommen. Dafür, dass er so ein harter Brocken ist, wobei es halt hauptsächlich an der Level-Differenz liegt. Oder das ist auf jeden Fall mit ein Grund. Hat er uns nur ein Set-Teil beschert bis jetzt. Nächster Giant Dorian. Der hat sehr wenig Probleme gemacht. Der ging richtig smooth. Heißt aber offensichtlich nicht, dass er auch droppt.
Und alle guten Dinge sind 3. Deswegen noch ein dritter Giant Dorian. Ohne Drop. So, Giant King. Und Partypunkte-mäßig sind wir jetzt eh fast am Ende. Also ein Giant Dorian ist bestimmt noch da, weil den killt eh fast nie jemand. Mal gucken, ob ich noch was Kleineres finde. Und sieh an. Giants sind da. Und jetzt reicht es eigentlich eh nur noch für 2, höchstens 3. Ja, das ist entweder der vorletzte oder der drittletzte. Mal schauen. Auf jeden Fall heute wieder über 40 getötet. Die Drops sagen aber eher gefühlt 10. 2 Set-Teile, die beide beim gleichen Giant kamen. Und ein Ori ist echt bad. Das ist der letzte Giant der Runde. Der einzige, der uns heute was gedroppt hat. Bitte mach noch ein zweites Ori. Das wäre sonst heute echt katastrophal. Schlecht. Uff. Tja, und damit endet eine weitere Giant Grind Session. Eine sehr große. Muss nochmal nachschauen. Wir haben 45 heute getötet. Haben wir jetzt zwar schon öfter gemacht, über 40. Aber ja, keine sehr gute Ausbeute leider. Man kann es sich halt nicht aussuchen. Aber jetzt kommen wir halt wirklich langsam in den Bereich. Das habe ich schon einmal gesagt, aber ich meine jetzt halt wirklich, weil jetzt müssten wir schon bei weit über 300 Stück sein. Getötete Giants. Und ja, also jetzt kommen wir auf jeden Fall in den Bereich, wo man so langsam schon die Hoffnung haben kann, dass vielleicht mal eine Waffe kommt. Also ich meine, theoretisch kannst du auch 10.000 Giants töten und keine droppen, rein vom Prinzip her. Aber gut, ich meine, irgendwann wird es dann schon eher unwahrscheinlich. Aber ja, wobei ich sagen muss, Orikalkum kann ich halt eigentlich auch ganz gut gebrauchen, muss ich sagen, für Ultimate Plus 5 und so. Also bin ich gar nicht so abgeneigt davon, wenn das ab und zu mal droppt. Aber selbst das ist halt so ultra selten. Und Shiny Orikalkum bei hunderten Giants, 1. Ja, nicht keins, 1. Also das ist auch crazy. Aber gut, das braucht man auch tatsächlich nicht unbedingt. Also da ist tatsächlich gut, dass Orikalkum ein bisschen unselten ist, weil das braucht man tatsächlich in Massen. Shiny Orikalkum braucht man weder in Massen, noch braucht man es eigentlich überhaupt noch irgendwie großartig. Aber ja. Naja. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch läuft es besser beim Giant Hunten. Anders als bei mir, heute zumindest. Und der einzige Vorteil ist, es war eine relativ kurze Session. Ich habe zwar recht spät angefangen, aber wir haben ziemlich viele Giants gefunden. Dadurch gingen die Partypunkte schnell runter. Wir haben schnell die 40 Giants gepackt. Und ja, dafür, dass heute Samstag ist, relativ überraschend. Also ich muss sagen, ich dachte, am Wochenende ist mehr los. Also es kann auch sein, dass heute einfach nur ein bisschen Glück im Spiel war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.